Erster Winter in Berlin. Das ist meine Geschichte über meinen ersten Winter in Deutschland. Begleite mich auf meiner Reise und lerne viele Begriffe und Vokabeln rund um das Thema Winter und Weihnachten. Viel Spaß! Ich stehe am Berliner Hauptbahnhof und atme kalte Morgenluft. Es ist mein erster Winter in Deutschland und ich bin gespannt. Der Himmel ist grau, doch die Stadt wirkt freundlich und lebendig. Vor dem Gebäude glitzert feiner Schnee auf den Treppenstufen. Ich ziehe meinen dicken Schal höher über das Kinn. Das erste neue Wort heute heißt Schal. Ein Schal hält den Hals warm. Vielleicht trägst du auch einen Schal im Winter. Ich höre lautes Pfeifen von Zügen und Schritte vieler Reisender. Trotzdem fühle ich Ruhe in der kalten Luft. Ich kaufe einen Kaffee und beobachte den Dampf über dem Becher. Dampf bedeutet warmen Nebel, der nach oben steigt. So lerne ich ein weiteres Wort: Nebel. Jetzt verlasse ich den Bahnhof und trete auf die Straße. Ein leichter Wind weht und trägt Schnee über den Asphalt. Links sehe ich ein Schild Richtung Reichstag. Ich folge dem Pfeil, denn ich möchte berühmte Orte sehen. Der Gehweg ist etwas rutschig, also gehe ich langsam. Das Wort rutschig beschreibt eine glatte Oberfläche. Vorsicht ist wichtig, damit man nicht fällt. Ich höre ferne Kirchenglocken und spüre meine Nase kitzeln. Kalt, aber schön, denke ich leise. Nach 10 Minuten erreiche ich das Regierungsviertel. Der Reichstag liegt vor mir, groß und geschmückt mit Lichtern. Goldene Sterne hängen an Tannenbäumen neben dem Eingang. Ich mache ein Foto und übe das Wort Stern. Ein Stern funkelt am Himmel oder als Dekoration. Die Wintersonne zeigt sich kurz, dann versteckt sie sich wieder. Ich atme aus und kleiner Dampf erscheint vor meinem Gesicht. Das sieht lustig aus, fast wie kleine Wolken. Ich erinnere mich an das Wort Wolke. Jetzt biege ich zur Spree ab, dem berühmten Fluss. Das Wasser wirkt dunkel und ruhig an diesem Wintertag. Eis schwimmt noch nicht, aber die Luft ist frisch. Ich lege meine Handschuhe kurz ab und fühle sofort die Kälte. Frost ist gefrorene Feuchtigkeit auf Oberflächen. Am Ufer stehen wenig Menschen, doch alle wirken zufrieden. Ein Paar macht Fotos, ein Kind wirft Steinchen ins Wasser. Ich höre auch leise Musik von einem Straßenkünstler. Er spielt Weihnachtslieder auf einer kleinen Gitarre. Die Melodie erinnert mich an meine Kindheit. Ich werfe eine Münze in seinen Hut und sage Danke. Er lächelt und wünscht mir frohe Feiertage. Feiertage sind besondere Tage, zum Beispiel Weihnachten. Ich spreche die neuen Wörter leise nach. Ich beschließe, später einen Weihnachtsmarkt zu besuchen. Zuerst möchte ich jedoch meine Unterkunft finden. Sie liegt nicht weit, nur 2 S-Bahn-Stationen entfernt. Ich kaufe ein Ticket am Automaten. Das Wort Ticket ist im Deutschen fast gleich. Der Automat zeigt mir den Preis und die Richtung. Ich steige in die Bahn und setze mich ans Fenster. Die Scheibe ist kalt, doch der Sitz ist warm. Ich sehe Lichter vorbeiziehen und übe stille Aussprache. Aussprache bedeutet, wie man Wörter formt. Nach wenigen Minuten stehe ich wieder draußen. Die Straße vor meiner Unterkunft ist ruhig und sauber. Ich rieche frisches Gebäck aus einer nahen Bäckerei. Vielleicht probiere ich morgen einen Berliner Pfannkuchen. Jetzt checke ich ein und lege meinen Koffer ab. Ich öffne das Fenster und lasse kalte Luft herein. Berlin begrüßt mich mit winterlicher Frische und leisen Geräuschen. Ich fühle mich willkommen und voller Lernfreude. Morgen beginnt mein Abenteuer richtig, doch der erste Eindruck begeistert schon. Ich schließe die Augen und denke an die neuen Wörter. Schal, Schnee, Wind, Stern, Frost, so klingt mein Tag.
Ich bin bereit für weitere Entdeckungen im kalten Berlin. Die Winterstadt. Ich wache früh auf und sehe dünne Eisblumen am Fenster. Sie glänzen im ersten Licht. Draußen liegt frischer Pulverschnee, ganz fein und weiß. Ich ziehe meine dicken Wollsocken an. Das Wort Socke kennst du vielleicht schon. Eine Wollsocke ist besonders warm. Danach greife ich nach meiner Mütze. Eine Mütze bedeckt den Kopf und schützt die Ohren. Ich lache, weil die Mütze kleine Bommel hat. Fertig angezogen gehe ich die Treppe hinunter und rieche Kaffee aus der Küche. Der Wirt bietet mir ein schnelles Frühstück an. Ich nehme ein Brötchen mit Käse und einen warmen Tee. Tee hilft gut gegen kalte Hände. Ich bedanke mich freundlich und starte in den Tag. Vor dem Haus knirscht der Schnee unter meinen Stiefeln. Stiefel sind hohe Schuhe, oft aus Leder oder robustem Stoff. Sie halten die Füße trocken. Ich gehe zur Haltestelle der Straßenbahn. Die Bahn kommt pünktlich und ich steige ein. Durch die Scheibe sehe ich den Fernsehturm in der Ferne. Er wirkt heute wie eine silberne Nadel im grauen Himmel. Ein älteres Paar sitzt neben mir und spricht leise über Geschenke. Ich höre aufmerksam zu und lerne das Wort Geschenk. Ein Geschenk macht Menschen froh. Nach 10 Minuten steige ich am Alexanderplatz aus. Hier ist viel los, trotz Kälte. Kinder laufen lachend über den Platz. Erwachsene trinken heißen Kaffee. Über meinen Kopf spannt sich eine Lichterkette. Das sind viele kleine Lampen, die zusammen leuchten. Ich sehe Stände mit Nüssen, Schokolade und bunten Kerzen. Der Duft von gebrannten Mandeln liegt in der Luft. Mandeln sind eine Art Nuss, süß und knusprig. Ich gehe weiter zum Weihnachtsmarkt neben dem Roten Rathaus. Musik erklingt aus versteckten Lautsprechern. Ein Chor singt »Stille Nacht«. Ich bleibe stehen und höre zu. Die Melodie klingt friedlich und warm. Ich fühle Gänsehaut auf meinen Armen. Der erste Stand verkauft Glühwein. Glühwein ist heißer Wein, gewürzt mit Zimt, Nelken und Orange. Ich bestelle eine Tasse und halte sie mit beiden Händen. Der Becher ist aus dickem Ton, damit die Hitze bleibt. Ich puste vorsichtig und trinke einen kleinen Schluck. Er schmeckt süß und würzig. Mein Gesicht wird sofort warm. Neben mir bestellt ein Tourist eine Bratwurst. Eine Bratwurst ist eine lange Wurst, oft aus Schweinefleisch. Sie wird gegrillt und mit Senf gegessen. Ich rieche den Rauch vom Grill. Weiter hinten sehe ich ein kleines Karussell. Kinder sitzen in bunten Holzpferden und lachen. Das Wort Karussell beschreibt ein rundes Fahrgeschäft. Die Lichter drehen sich schnell und Musik spielt dazu. Ich mache Fotos und übe das Wort rund. Plötzlich beginnen kleine Schneeflocken zu fallen. Ich spüre sie auf meiner Nase. Flocken sind winzige Teile von Schnee. Der Himmel sieht jetzt heller aus. Ich ziehe meinen Schal fester und gehe zum Spreeufer weiter. Die Bäume tragen Lichterketten bis in die Äste. Das Wasser wirkt schwarz im Abendlicht. Ein Ausflugsschiff fährt langsam vorbei, beleuchtet wie ein schwimmender Weihnachtsbaum. Ich winke den Passagieren zu. Am Geländer halte ich kurz inne und spreche neue Wörter leise nach. Mütze, Stiefel, Glühwein, Karussell, Geschenk. Ich bilde kleine Sätze dazu. Zum Beispiel: Ich trage eine Mütze oder ein Geschenk macht Freude. Diese Übung hilft meinem Gedächtnis. Während ich esse, denke ich an Freunde daheim. Morgen möchte ich ihnen Fotos senden. Bevor ich gehe, kaufe ich einen kleinen Holzengel. Er passt gut in meine Tasche. Damit verlasse ich den Markt zufrieden. Winterzauber. Heute früh verlasse ich die Unterkunft mit klarer Mission. Ich will die berühmte Museumsinsel entdecken und neue Winterwörter lernen.
Die Straße glänzt nach frischem Salz, das gegen Eis gestreut wurde. Streusalz schützt vor Glätte. Ich rieche den salzigen Duft und merke mir das Wort Streusalz. Vor dem Eingang zur S-Bahn kaufe ich mir eine warme Brezel. Sie ist knusprig und weich zugleich. Perfekt für kalte Finger. In der Bahn beschlägt das Fenster durch meinen Atem. Beschlagen bedeutet, dass Wasser auf Glas zu kleinen Tropfen wird. Ich male ein Herz in den Nebel und lächle. Am Hackeschen Markt steige ich aus. Die grüne Kuppel des Berliner Doms trägt eine feine Schneeschicht wie Puderzucker. Ich gehe über eine Brücke zur Spreeinsel. Der Wind weht stärker, also ziehe ich die Kapuze hoch. Kapuze schützt den Kopf vor kaltem Wind. Vor dem alten Museum hängt ein großer Adventskranz mit roten Schleifen. Advent ist die Zeit vor Weihnachten. Ich zähle die Kerzen. 1, 2, 3, 4. Eine Stadtführerin erzählt etwas über antike Tempel, und ich lausche kurz. Während ich zuhöre, frieren meine Zehen leicht, denn der Steinboden ist eiskalt. Ich bewege die Füße, um warm zu bleiben. Drinnen im Pergamon-Museum herrscht angenehme Wärme. Ich gebe meinen Mantel an der Garderobe ab. Garderobe ist der Ort für Jacken und Mäntel. Die Ausstellung fasziniert mich, doch ich achte weiter auf Sprache. Ein Schild beschreibt den Winter im alten Babylon. Ich lese langsam und übe Wörter wie Getreide oder Handel. Nach einer Stunde bekomme ich Hunger. Das Café bietet cremige Kürbissuppe an. Suppe passt bestens zu kalten Tagen. Ich bestelle eine Schale und rieche Muskat und Pfeffer. Am Nachbartisch übt ein Student Vokabeln. Wir sprechen kurz. Er empfiehlt das Spiel Stadt, Land, Fluss für lange Winterabende. Wir lachen beide laut. Draußen ist es inzwischen dunkel. Die Laternen spiegeln sich im nassen Kopfsteinpflaster. Kopfsteinpflaster kann bei Nässe rutschig sein. Ich schlendere Richtung Nikolaiviertel und sehe alte Fachwerkhäuser mit warmen Fenstern. Aus einem Kamin steigt Rauch in den klaren Nachthimmel. Auf der Brücke halten Eisschollen die Spree in Bewegung. Das Wasser knackt leise, wenn die Schollen sich berühren. Mein Tagesritual wartet schon. In meinem Notizbuch sammle ich alle neuen Wörter und bilde kurze Sätze. Kapuze schützt mich. Salzstreuung macht Wege sicher. So lerne ich schnell. Zufrieden stecke ich das Buch ein und laufe zur Bahnhofstation. Ein letzter Blick zeigt den Dom in goldener Beleuchtung. Ich atme tief ein. Kalte Luft füllt meine Lungen. Doch mein Herz bleibt warm. Ich denke daran, morgen das Brandenburger Tor im Schnee zu besuchen. Der Gedanke macht mich fröhlich. Neben der Station verkauft ein kleiner Kiosk Lebkuchenherzen. Lebkuchen ist würziger Kuchen mit Honig und Gewürzen. Ich kaufe ein Herz mit der Aufschrift »Willkommen in Berlin«. Der Verkäufer wünscht mir einen schönen Abend und lächelt. Eine Lautsprecherstimme meldet Verspätung wegen Eis auf den Gleisen. Ich nutze die Pause für leichte Dehnübungen und bleibe warm. Bald rollt der Zug ein. Ich setze mich neben eine ältere Dame mit vielen Taschen. Sie erzählt, dass sie gerade Weihnachtsplätzchen gebacken hat. Plätzchen sind kleine, süße Kekse. Ihr Mantel riecht nach Zimt und Vanille, und ich bekomme Appetit. Als wir aussteigen, wünsche ich ihr frohe Feiertage. Berlin zeigt sich auch nachts herzlich. Ich schließe die Tür meiner Unterkunft und spüre Erschöpfung und Freude zugleich. Ein aufregender Wintertag geht zu Ende, doch meine Lernreise hat gerade erst begonnen. Ich träume schon von neuen Abenteuern im frostigen Berlin morgen früh. Im Traum sehe ich Lichterketten, glitzernde Schneeflocken und mich selbst beim Schlittschuhlaufen vor dem Rathaus. Morgen soll dieser Traum Wirklichkeit werden, da mein Mut wächst mit jedem Schritt.
Das Brandenburger Tor. Ich erwache früh und sehe draußen frischen Schnee auf Autos. Heute will ich das Brandenburger Tor im Winterlicht besuchen. Ich ziehe Thermohose, Pullover, Mantel, Schal und Handschuhe an. Die Luft im Flur fühlt sich wie Eiswasser an. Vor dem Haus kratzt der Besitzer Schnee von den Stufen. Er nickt mir freundlich zu und sagt Guten Morgen. Ich erwidere den Gruß und stapfe zur Bushaltestelle. Der Bus kommt verspätet, doch innen ist es angenehm warm. Durch das Fenster sehe ich verschneite Fahrräder und leere Biergärten. Nach kurzer Fahrt steige ich am Pariser Platz aus. Das Brandenburger Tor erhebt sich majestätisch, umrahmt von weißem Boden. Goldene Lampen betonen die Säulen und schaffen warmes Licht. Touristen machen Fotos, während feine Flocken langsam herabfallen. Ich spreche mit einer Familie aus Spanien über das Wetter. Gemeinsam lernen wir das Wort Kälte und lachen über rote Nasen. Ein Straßenmusiker spielt Trompete und trägt Weihnachtsmütze mit Glöckchen. Die Musik klingt klar, fast kristallin in der frostigen Luft. Ich werfe eine Münze, sage Danke und gehe weiter. Hinter dem Tor beginnt der breite Tiergarten mit verschneiten Wegen. Ich betrete den Park und höre knirschende Schritte überall. Ein Jogger läuft vorbei, komplett in reflektierender Winterkleidung. Ich bewundere seine Energie an diesem kalten Morgen. Auf einer Bank sitzt ein älterer Mann und füttert Spatzen. Er trägt Fellmütze und dicke Wolldecke über den Knien. Ich grüße ihn und wir sprechen kurz über Vögel im Winter. Dann laufe ich zum kleinen, zugefrorenen See mitten im Park. Dort gibt es heute eine offizielle Eisfläche zum Schlittschuhlaufen. Bunte Musikboxen spielen Pop und Lichterketten umranden das Spiegelglas. Ich leihe mir Schlittschuhe an einem kleinen Holzstand. Schlittschuhe sind Stiefel mit Kufen, um auf Eis zu gleiten. Ich schnalle sie fest und wage die ersten Schritte. Anfangs schwanke ich, doch bald finde ich guten Rhythmus. Kalter Wind streicht über mein Gesicht, doch ich lache laut. Neben mir fahren Kinder in bunten Helmen, mutig kleine Kreise. Ein Lautsprecher ruft Sicherheitshinweise, zum Beispiel bitte Abstand halten. Nach einer halben Stunde brennen meine Waden angenehm. Ich verlasse die Fläche und reibe Hände vor dem Heizstrahler. Der Betreiber bietet heißen Kakao mit Sahne an. Ich nehme einen Becher, schmecke Schokolade und fühle sofortige Wärme. Während ich trinke, notiere ich neue Wörter auf meinem Handy. Kufen, Heizstrahler, Fellmütze, so wächst mein Wortschatz weiter. Ich setze mich auf einen Baumstumpf und beobachte den Sonnenuntergang. Der Himmel wird rosa, orange und schließlich violett über weißen Flächen. Die Farben spiegeln sich im ruhigen Eis und sehen magisch aus. Ich atme tief und fühle Dankbarkeit für diesen Moment. Langsam kehre ich zum Tor zurück, jetzt im Abendlicht. Das Monument leuchtet Gold und Schneekristalle tanzen in Straßenlaternen. Eine Gruppe Studenten singt Jingle Bells und sammelt Spenden für Obdachlose. Ich werfe Kleingeld in die Box und stimme kurz ein. Danach laufe ich zur nahen U-Bahn-Station unter den Linden. Der Bahnsteig ist voll, doch alle wirken entspannt und fröhlich. 2 Kinder zeigen stolz ihre neuen, leuchtenden Schneebälle aus Styropor. Ich unterhalte mich mit ihrer Mutter über sichere Winterkleidung. Sie empfiehlt mir wärmende Einlegesohlen für lange Stadtspaziergänge. Die Bahn fährt ein und wir steigen gemeinsam ein. Während der Fahrt blättere ich durch Fotos des Tages. Mein Herz schlägt schneller, weil jeder Blick neue Energie schenkt. An meiner Station verabschiede ich mich und wünsche frohe Weihnachten. Draußen riecht es nach Tannenzweigen, denn ein Florist verkauft Kränze. Ich kaufe einen kleinen Zweig und stecke ihn in die Tasche. Er duftet herrlich
und erinnert mich an Waldspaziergänge zu Hause. Zurück in der Unterkunft schreibe ich Tagebuch bei Kerzenlicht. Mein erster Weihnachtsmarkt. Der nächste Morgen beginnt mit leisem Schneefall vor meinem kleinen Fenster. Ich plane heute einen Besuch im Schloss Charlottenburg und seinem Weihnachtsmarkt. Nach einem schnellen Porridge ziehe ich besonders warme Kleidung und Winterstiefel. Der Bus fährt ruhig, innen beschlagen die Scheiben durch die feuchte Atemluft. An der Endstation glänzt das Schloss wie ein Zuckerkristall in der Sonne. Ein Guide erzählt kurz die Geschichte von Königin Sophie Charlotte. Ich verstehe jedes zweite Wort, doch seine Gesten helfen beim Begreifen. Das neue Lernwort lautet Residenz, ein altes Wort für königliches Zuhause. Ich wiederhole leise Residenz, Residenz, damit es im Kopf bleibt. Vor dem Schloss duftet es nach Vanille, Zimt und frisch gerösteten Nüssen. Der Markt ist bunt, trotz kalter Luft voller fröhlicher Stimmen und Musik. Ich probiere einen Kartoffelpuffer mit Apfelmus. Wunderbar knusprig und süß. Kartoffelpuffer ist ein gutes Wort für dein Vokabelheft, denke ich. Ein Stand verkauft handgemachte Keramikbecher mit blauen Schneeflockenmotiven. Ich kaufe einen, erwärmt später meinen Tee in der Unterkunft. Plötzlich beginnt ein kleines Blasorchester traditionelle Lieder. Die Leute klatschen begeistert. Ich summe mit und spüre das Gemeinschaftsgefühl mitten im frostigen Dezember. Das Orchesterleiter ruft »Frohe Adventszeit«, ein Ausdruck, den ich gern wiederhole. Zwischen Lampions steht eine hölzerne Pyramide, ihre Flügel drehen sich langsam. Kerzenflammen treiben die Bewegung an, ein physikalisches Wunder für Kinderaugen. Ich fotografiere die Pyramide und lerne das Wort Flügelrad. Sehr spannend. Der Schnee fällt dichter, deshalb suche ich Schutz im Glühweinstand mit Dach. Der Verkäufer gießt roten Glühwein und fragt, ob ich Zimtstange möchte. Ich nicke, die Stange schwimmt bald wie ein kleiner Holzsteg. Der erste Schluck wärmt Hals und Bauch sofort. Ein kleines Feuerwerk. Neben mir plaudert ein Paar über Silvesterpläne in Berlin. Ich höre zu und lerne das Wort Feuerwerk für das Jahresende. Wir stoßen mit Bechern an, obwohl wir uns erst hier kennengelernt haben. Diese Offenheit beeindruckt mich. Berlin fühlt sich immer herzlicher an. Ein kleiner Chor beginnt vor der Schlossfassade. Stimmen schweben durch die Nachtluft. Sie singen leise, rieselt der Schnee, mein persönliches Lieblingslied. Gänsehaut kribbelt auf meinen Armen, doch die Kälte spüre ich kaum. Ich drehe mich langsam, sehe leuchtende Buden, lachende Gesichter, fallende Flocken. Dieser Augenblick fühlt sich wie eine Postkarte an, fast unwirklich schön. Ich notiere neue Wörter. Pyramide, Flügelrad, Adventszeit, Kartoffelpuffer, Feuerwerk. Dann formuliere ich Beispielsätze, um sie besser einzuprägen. Zum Beispiel: Im Advent esse ich gern Kartoffelpuffer vor dem Schloss. Oder: Ein Feuerwerk begrüßt das neue Jahr und bringt buntes Licht. Langsam leert sich der Platz. Viele Besucher fahren heim oder ins Hotel. Ich entscheide mich für einen Abendspaziergang entlang der Schlossmauer. Laternen werfen goldenes Licht auf den frischen Schnee, alles wirkt ruhig. Mein Atem malt Wolken, die sofort im Wind verwehen. Ich genieße die Stille nach dem fröhlichen Trubel des Marktes. Ein Schneeräumfahrzeug fährt vorbei, seine Lichter blinken blau und orange. Das neue Wort hierfür ist Schneeräumfahrzeug, ziemlich lang, doch leicht zu verstehen. Ich spreche es langsam, Silbe für Silbe, bis es klar sitzt. Schließlich erreiche ich die Bushaltestelle, der Fahrplan zeigt 10 Minuten Wartezeit. Ich hüpfe leicht auf der Stelle, um nicht auszukühlen.
Im Bus schreibe ich noch ein kurzes Resümee in mein Tagebuch. Meine Motivation wächst weiter, denn jedes neue Wort öffnet mir eine Tür. Die Straßenlampen ziehen vorbei, während der Bus leise über die Brücke rollt. Ich erkenne den dunklen Fluss unten. Er trägt kleine Eisschollen. Ein Fahrgast niest und lacht. Wir wünschen ihm Gesundheit auf Deutsch. So übe ich auch Höflichkeit, ein wichtiger Teil jeder Sprache. An meiner Station verabschiedet mich der Fahrer mit einem freundlichen Tschüss. Ich antworte lächelnd, steige aus und höre den Schnee unter Schuhen. Abschied. Ich wache am letzten Wintermorgen in Berlin auf. Die Luft im Zimmer ist kühl, doch angenehm. Durch das Fenster sehe ich tanzende Schneeflocken. Der Tag fühlt sich ruhig und feierlich an. Ich beschließe einen Abschiedsweg entlang der Spree. Nach Tee und Brot verlasse ich die Unterkunft. Meine Schuhe knirschen laut im frischen Schnee. Die Stadt wirkt friedlich, fast träumend im Morgenlicht. Ich überquere eine kleine Brücke und winke den Möwen. Das Wasser darunter spiegelt grauen Himmel und bunte Lichter. Am Ufer stelle ich mich unter eine alte Laterne. Ich öffne mein Notizbuch für die letzte Vokabelrunde. Zuerst schreibe ich Wetterwörter. Schnee, Eis, Wind, Frost. Dann kommen Kleidungsstücke. Schal, Mütze, Handschuh, Stiefel. Ich lese jedes Wort laut und klopfe dazu im Rhythmus. Diese kleine Technik hilft meinem Gedächtnis sehr. Nun erinnere ich mich an süße Düfte der Märkte. Ich notiere Glühwein, Mandel, Lebkuchen, Kartoffelpuffer, Kakao. Mein Magen knurrt sofort bei diesen leckeren Gedanken. Die Spree weht kühle Luft, also ziehe ich den Schal höher. Vor mir erscheint plötzlich das historische Nikolaiviertel. Kleine Fachwerkhäuser tragen glitzernde Eiszapfen wie Schmuck. Ich trete in ein Café, um Hände zu wärmen. Der Barista begrüßt mich mit fröhlichem »Guten Morgen«. Ich bestelle einen Milchkaffee und ein Buttercroissant. Während ich warte, reflektiere ich meine Lernerfolge. Vor einer Woche kannte ich kaum Wintervokabeln. Jetzt fühle ich mich sicherer und spreche mutiger. Der Kaffee kommt, Dampf steigt auf und malt Spiralen. Ich inhaliere das Aroma und danke freundlich. Im Hintergrund läuft ein leises Weihnachtslied auf Deutsch. Ich versuche mitzusingen. Die Melodie ist vertraut. Danach öffne ich die letzte Seite meines Heftes. Hier notiere ich eine kleine Aufgabe für dich. Versuche 5 neue Wörter aus diesem Kapitel zu finden. Danach bilde mit jedem Wort einen kurzen Satz. Sprich die Sätze laut, atme ruhig, genieße den Klang. Diese Übung festigt Wissen und stärkt Aussprache. Ich beende meinen Kaffee und lege Münzen auf den Teller. Draußen hat sich der Schneefall gelegt, Himmel zeigt blaue Streifen. Ich laufe weiter Richtung Hauptbahnhof für die Heimreise. Unterwegs wiederhole ich still alle wichtigen Redewendungen. Freunde daheim werden staunen über meinen Fortschritt. Am Bahnhof kaufe ich ein letztes Souvenir, einen Magnet. Darauf ist das Brandenburger Tor im Schneegestöber. Ich lächle, weil das Bild meine Reise zusammenfasst. Die Lautsprecher kündigen meinen Zug nach Westen an. Bevor ich einsteige, atme ich tief Berliner Winterluft. Sie fühlt sich kalt, klar und doch willkommen heißend. Ich flüstere leise: Danke, Berlin. Bis bald. Im Abteil finde ich einen ruhigen Fensterplatz. Schneelandschaften ziehen vorbei wie schwarz-weiße Filme. Ich lehne den Kopf an die kalte Scheibe. Gedanken an Erlebnisse tanzen wie Flocken im Wind. Jede Erinnerung trägt ein neues deutsches Wort in sich. Das macht mich glücklich und stolz zugleich. Bald fallen mir die Augen zu. Wärme füllt den Wagen. Kurz vor dem Einschlafen formuliere ich meinen Plan. Ich werde zurückkommen, vielleicht im Frühling mit Blüten. Doch dieser Winter bleibt für immer im Herzen.
Zum Abschluss gebe ich dir 2 Reflexionsfragen. Erste Frage: Welcher Geruch hat dich heute begeistert? Zweite Frage: Welches Wort wirst du morgen noch benutzen? Schreibe deine Antworten auf, vielleicht gleich jetzt. So endet unsere gemeinsame Reise durch das winterliche Berlin. Danke für dein Zuhören und Lernen mit mir. Bleib neugierig, übe täglich, erfreue dich an jeder Entdeckung. Ich wünsche dir warme Gedanken in kalten Tagen. Vielleicht treffen wir uns eines Tages wieder hier. Bis dahin, frohe Feiertage und viel Erfolg beim Deutschlernen. Auf Wiedersehen und gute Reise, mein lieber Lernfreund. Ende der Geschichte, doch Anfang neuer Gespräche.